So esse ich meine Mante am liebsten. Viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit. Hallo, heute will ich mal Mante machen und zeig mal, wie das geht. Dafür braucht man 500 Gramm Hackfleisch vom Schwein oder auch gemischt, Zwiebel, ein Ei, Salz, Pfeffer, Paprika, etwas Öl, Wasser, Mehl. So, zuerst mache ich jetzt den Teig. Ich nehme jetzt hier, da ist jetzt 1 Kilo, ganz normaler Weizenmehl, Typ 405. Ich brauche vielleicht nicht die ganze Packung, mal gucken. Das müsste reichen. Ein Ei. Salz, so ein nicht ganz gehäuften Esslöffel. Lauwarmes Wasser. Ich tue etwas Öl rein in das Wasser. 2 Esslöffel. So, der Teig soll nicht so fest sein. Und sollen richtig gut durchkneten. Am besten, wenn ich jetzt ihn auf den Tisch rauslege und durchknete. Ich stäube etwas mit dem Mehl. So, ich denke, das ist gut. Jetzt tue ich ihn wieder in die Schüssel rein, decke bis etwas zu mit einem Tuch und lasse ihn ruhen. So, ich habe vergessen Ihnen zu sagen, der Teig muss ungefähr 20 Minuten ruhen. In der Zwischenzeit machen wir das Hackfleisch fertig.
So, jetzt mache ich das Hackfleisch fertig. Also dafür schneide ich erstmal die Zwiebeln. Ihr braucht ungefähr 8 Zwiebeln für diese Menge, weil gute Mante brauchen Zwiebeln. Ich schneide sie jetzt einfach in Würfeln. So, ich denke, das reicht jetzt. Jetzt würze ich es erstmal ein bisschen mit Salz. Ganz wenig, weil danach tun wir noch etwas salzen. Ein wenig Öl. Ein Esslöffel reicht. Und mische ich es richtig durch, damit der Saft aus der Zwiebel austritt. Und die Zwiebel auch etwas weicher werden. So, jetzt kommt das Hackfleisch dazu. So, wir würzen es jetzt mit Paprika. Das ist nach Geschmack. Wer etwas schärfer will, kann mehr rein tun. Ich mag es etwas schärfer, tue ich auch etwas Chili rein. Jetzt nehme ich auch noch ein bisschen Salz. So, ich denke ein Esslöffel. Ein bisschen mehr vielleicht, weil die Zwiebel, sind ja viel Zwiebeln drin. So, jetzt richtig durchmengen.
wasche mir erstmal die Hände. So, ich tue wahrscheinlich etwas Wasser rein, damit es das bisschen saftiger wird. Nochmal richtig schön durchmischen. So, ich probiere mal wahrscheinlich, ob genug Salz drin ist und Paprika. Wer das kann machen. Ja, ich denke, es ist alles genug drin. So, Hackfleisch ist fertig. Gut, der Teig ist soweit fertig. Jetzt bearbeite ich ihn weiter. So, noch mal durchkneten. Immer wieder etwas Mehl bestäuben. Ich schneide ihn jetzt in 3 Hälften. Ne, vielleicht kann man auch 4 machen. Nochmal durchkneten. In die Schüssel legen. Das lassen wir einfach hier, weil wir machen damit weiter. Die Schüssel stelle ich etwas weiter, damit sie nicht stört beim Ausrollen. So, jetzt rolle ich den Teig mal aus. Der Teig ist heute richtig schön gelungen. Der rollt sich richtig schön aus. So, das ist genug. So, der Teig ist soweit fertig. Ungefähr so muss er sein. Das sind so ungefähr 2 mm, denke ich mal. So, weiter geht's. Dafür brauche ich noch eine Platte. Die
Ich stäube sie jetzt mit Mehl und lege die fertige Mantille drauf. So, wo ist mein Messer? So ist er. Ich schneide einfach so Viereck daraus. Sie sehen bei mir auch nicht so gleichmäßig aus. Das ist jetzt nicht so schlimm. So, jetzt drehe ich sie um. So, jetzt kommt das Hackfleisch rein. So, jetzt mache ich die Mantille zu. So geht es. Einfach die Viereck zusammennehmen, zusammenkleben oder wie auch immer. Die Enden auch zusammen. So ungefähr müssen sie aussehen. Jetzt nochmal. Jetzt mache ich mein zweites Bällchen fertig.
Die Manti sind jetzt fertig. Jetzt zeige ich Ihnen, wie man sie kocht. Also dafür braucht ihr so einen Dampfkochtopf. Den kann man kaufen in jedem russischen Laden oder in Amazon bestellen. Die kosten ungefähr 40 €, je nachdem welche Größe das ist. Das Wasser kocht jetzt bereits. Jetzt nehme ich mir so ein Blechteil. Nehme die Manti. Stelle sie einfach hier hin. Ich benutze dafür etwas Öl. Dann tunke ich sie hier rein und lege sie hier auf das Blech, damit die Manti nicht so dran kleben am Boden. Man kann sie etwas dichter hinlegen, es passiert nichts. Jetzt müssen die Manti ungefähr 40 Minuten, gute 45 Minuten kochen. Lassen Sie den Herd aber auf höchster Stufe bis zu Ende, weil die kochen ja mit Dampf. Ich gucke mal, ob die Manti fertig sind. Ja, 40 Minuten sind vorbei. Die sind fertig. Ich hole jetzt die Manti raus. Nehmt euch am besten so eine flache Schüssel. Ein Handtuch, weil es könnte heiß sein, und sie einfach hier darauf kippen. So. So esse ich meine Manti am liebsten. Viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit!